Die Nazis, 1945 besiegt. Die NS-Zeit, Geschichte. Und jetzt ist auch mal gut? Sie sollten man bald mal aufhören mit dem ganzen Mist. Dann müssen wir alle ins Gefängnis. Ob das Ihr Vater ist oder mein Vater ist, die waren alle im Krieg. Seit dem Ende des Nationalsozialismus geht es in Deutschland um die Frage, wer Nazi war und wer nicht. Karneval 1973, 28 Jahre nach Kriegsende. Zingezange, Zingezange! Zingezange, Zingezange! Hip, hip! Hip, hip! Sieg! Und heute? Ist die Nazizeit abgehakt? Als Kind habe ich in der Kiste von meinen Urgroßeltern so einen Dolch hier gefunden. Im Original war da noch ein Hakenkreuz dran. Seitdem weiß ich, dass mein Uropa in der SS war. Die SS sicherte die Macht der Nazis durch Verfolgung und Mord. Sie betrieb die Konzentrations- und Vernichtungslager. Ihre Ideologie: Antisemitismus, Rassismus, Herrenmenschentum. Dieses Goldrandgeschirr habe ich von meinen Urgroßeltern geerbt. Es erinnert mich eigentlich täglich daran, dass ich mal recherchieren muss, was mein Uropa in der Nazizeit genau gemacht hat. Für diesen Film hier will ich das rausfinden. Und ich will wissen, hat das was mit mir zu tun? Ganz ehrlich, diese Recherche anzugehen, ist mir nicht ganz leicht gefallen. Ich habe schlecht geträumt und hatte wirklich Stress. Was, wenn mein Uropa richtig schlimme Sachen gemacht hat? Auch wenn ich das nie dachte, habe ich gemerkt, das macht was mit mir. Das hier war meine erste Anti-Nazi-Demo. 1993 mit meiner Mutter. Ich war 8. Gegen Nazis sein? Klar. Aber auf die eigene Familie schauen? Ja, hallo? Hallo Mama, ich bin's. Ah ja, dreh den Tag die Tür auf. Mach das. Meine Mutter hat mich immer wieder gepusht, genau das zu tun. Schön, dich zu sehen. Alles gut? Ja, schön. Sie hat gesagt, Adrian, wir müssen die Geschichte unserer Vorfahren kennen. Sag mal, hast du eigentlich Fotos von dem Uropa? Ich zeig sie dir mal. Das war Weihnachten, da muss ungefähr so 10 Jahre gewesen sein. Mhm. Das ist der Adam Wenzel. Mhm. Der ist ein Jahr später ungefähr gestorben. Ich finde das verrückt, weil ich habe noch nie ein Foto von dem gesehen. Wie hast denn du deinen Opa wahrgenommen als Kind? Ich habe den als unglaublich streng erlebt und genau, ganz genau. Und ich hatte immer das Gefühl, der hat so kein Herz für mich, also nicht für mich gehabt. Und ich war immer so angespannt, wenn ich mit ihm in Kontakt war. Und immer wusste ich, bin nicht so, wie der mich haben will. Das Einzige, was ich von dir immer gehört habe über den Adam Wenzel, über meinen Uropa, war, das ist ein Nazi gewesen. Dass er Nazi war, das wussten wir immer. Das war ja auch Thema. Also da wurde darüber gesprochen, aber nicht darüber, was er getan hat, sondern in der Form von der Idealisierung. Ne? Der hat für Deutschland gekämpft, er war sehr engagiert, ne? Und war aber nur am Schreibtisch tätig. Aber es gab nie so was wie so ein Schuldbekenntnis oder ein Einsehen oder so. Und meine Mutter hat immer gesagt, hört auf damit, wenn da so Nazi-Zeug gesprochen wurde, ich sag's mal so. Meine Mutter hat immer gesagt, hört jetzt auf. Mehr über ihren Opa zu erfahren, das hat meine Mutter schon versucht. Sie wollte, dass ich mithelfe. Aber ich habe immer gesagt, ich kannte den ja noch nicht mal. Was habe ich damit zu tun? Du hast immer gesagt, wir müssen das angehen. Aber ich habe irgendwie gemerkt, ich habe da eine Hemmung. Was mir jetzt mal sehr deutlich geworden ist, dass es nie das Gefühl der Verantwortung gab in unserer Familie. Also nie zu dem gestanden, was er gemacht hat, nie Verantwortung übernommen, sondern die Verantwortung weitergegeben. Diese Aussage, der hat nichts gemacht. Hast du das geglaubt? Ich hatte immer ein komisches Gefühl. Ich hatte immer irgendwie ein komisches Gefühl. Ja. Was wir bisher wissen? Mein Uropa war in der NSDAP und in der SS. 1945 kam er aus Kriegsgefangenschaft zurück nach Hause. Hierher, nach Großumstadt in Hessen. Die amerikanischen Besatzer hatten damals eine klare Botschaft an die Besiegten. Deutsche Soldaten, wir wissen, dass unter euch Männer sitzen, die uns heute zwar erzählen wollen, nie Nazis gewesen zu sein, die sich in Wirklichkeit aber nicht geändert haben und heute noch an Hitlers Theorien festhalten.
Wir können euch versprechen, dass ihr, die ihr gegen uns seid, eine schwere Zukunft vor euch haben werdet. Mein Uropa wurde dann von den Amerikanern schnell wieder verhaftet. Warum? Das wissen wir nicht. Die Akten, die meine Mutter schon gelesen hat, liegen hier, im Archiv von Großumstadt. So ein Archiv gibt es eigentlich in jeder Stadt. Und es ist ein guter Startpunkt, um die eigene Familiengeschichte zu recherchieren. Darf ich Ihnen gerade mal geben? Und woher wussten Sie jetzt, dass in dem Karton was zu meinem Urgroßvater steht? Gut, da sind Unterlagen von der Spruchkammer drin. Es ist vermutlich also plausibel, dass da was sein könnte. Und dann haben wir halt geschaut, durchgeblättert und was gefunden. Okay, ich bin gespannt. Unter den Amerikanern musste jeder über 18 einen Fragebogen ausfüllen. Wer verdächtig war, kam vor eine Spruchkammer. Das waren keine Strafverfahren. Es ging nur darum, war jemand Nazi oder nicht. Das sind jetzt Aushänge über die Spruchkammerverfahren. Es wurde also in der Gemeinde ausgehängt, dass ein Spruchkammerverfahren stattfindet gegen den Adam Wenzel, wo halt jeder Reibacher Bürger teilnehmen konnte und sich auch als Zeuge melden konnte. Das heißt, 1947 wurde hier sozusagen am Rathaus der Zettel hingehängt und gesagt, genau, wir es findet eine Verhandlung statt und es kann jeder kommen und sich als Zeuge melden. Einer der Zeugen, ein anderer Nazi. Er sagt aus, mein Uropa habe dafür gesorgt, dass der ehemalige Bürgermeister des Ortes und ein Arbeiter verhaftet wurden. Deswegen wurde er nach 1945 angezeigt. Der Grund für seine Verhaftung durch die Amerikaner. Ich habe immer die Fantasie gehabt, dass der an Morden beteiligt war. Ich weiß, die SS war in den Konzentrationslagern eingesetzt. Ich habe mir immer die Frage gestellt, war der da beteiligt? Ja? Aber jetzt hier konkret zu lesen, dass der Leute denunziert hat, SPDler, Arbeiter, das ist schon, also ist was anderes, als sich das abstrakt vorzustellen. Das glaube ich Ihnen. Das ist schon erschreckend, ja. Und hier finde ich auch interessant, ja. Sofort nach der Machtübernahme hat er mit einer Pistole versehen den großen Mann gespielt. Also das heißt, es scheint jemand gewesen zu sein, der das mit Überzeugung gemacht hat. Strenger Nazi, ja. 1938 nahm mein Urgroßvater sogar am Reichsparteitag der NSDAP in Nürnberg teil. Als Ordner. Unsere Generation hat die Vorsehung auserlesen. Großes an unserem Volk zu erleben und Größeres noch an ihm zu gestalten. Nach der Kapitulation teilten die Alliierten die Deutschen in 5 Kategorien ein. Von Hauptschuldige bis Entlastete. Mein Uropa galt als belastet, Kategorie 2. Die Männer, die er denunziert hatte, hatten gegen ihn, 2 französische Kriegsgefangene, für ihn ausgesagt. Seine Strafe 4 Jahre Arbeitslager, Geldbuße, politisches Tätigkeitsverbot. Nach einem Jahr Haft kam er vorzeitig frei. Hier in den Akten steht, dass mein Uropa schon 1931 in die NSDAP eingetreten ist und auch im gleichen Jahr schon in die allgemeine SS und wurde 1939, also mit Kriegsbeginn, auch noch zum Untersturmführer ernannt. Wenn ich mir das jetzt hier durchlese, ist alles möglich. Es kann sein, dass der ein Möchtegern war, der trotzdem großen Schaden angerichtet hat, allein dadurch, dass er hier Leute denunziert hat. Es kann auch sein, dass der eine Karriere gemacht hat unter den Nazis und wirklich auch an den großen Menschheitsverbrechen, die die Nazis begangen haben, beteiligt waren. Nur wenige Jahre nachdem mein Urgroßvater aus der Haft entlassen wurde, begann in der Bundesrepublik der wirtschaftliche Aufstieg. Und er machte bei einer Versicherung Karriere. Die NS-Zeit wollte man hinter sich lassen. Damals Bundeskanzler Konrad Adenauer. Im deutschen Volkskörper, im moralischen Leben des deutschen Volkes gibt es heute keinen Nationalsozialismus mehr. Kein nationalsozialistisches Empfinden. Wir sind ein Rechtsstaat geworden. Aber war wirklich alles aufgearbeitet?
Am 1. Oktober ging der Nürnberger Prozess zu Ende und die ungeheure Schuld der Angeklagten wurde aus zahlreichen Zeugenaussagen und Tausenden von Beweisstücken ersichtlich. Der größte Prozess der Geschichte gab Antwort auf die Fragen: Wer ist schuldig, warum ist er schuldig und inwieweit ist er schuldig? 1946 wurden vor einem internationalen Militärgericht in Nürnberg 19 Hauptkriegsverbrecher verurteilt. In den Westzonen gab es in den Jahren danach nur rund 4.400 Urteile. Hier in Berlin war in der Nazizeit das Reichssicherheitshauptamt die Zentrale der Schreibtischtäter. Von hier aus wurde der Holocaust organisiert. Für die Recherche zu meinem Uropa brauche ich Hilfe, denn ich weiß nicht, wo ich weitersuchen soll. Hallo. Hallo. Hey, Adrian. Grüß dich. Sollen wir reingehen? Ja. Schön. Johannes Spohr ist Rechercheprofi für Nazi-Biografien. Nachfahren wie ich beauftragen ihn, auch Firmen und Institutionen. Angefangen hat alles mit diesem Foto und seinem Opa. Ja, bei der Tafel gab es eben eine Person, die spontan gesagt hat, hier, das ist doch dein Großvater. Hat nämlich hier auf konkret eine Person gezeigt. Es ist gar nicht so unmöglich, dass mein Großvater in so einer Situation auch bestanden haben mag. Ne? Also die Möglichkeiten gab es ja sehr viele in dieser Zeit in der besetzten Sowjetunion. Die Ausstellung hier zeigt die ganze Spannbreite der Nazi-Verbrechen. Und wie viele Menschen an ihnen beteiligt waren, ob als brutale Mörder oder kalte Bürokraten und Organisatoren. Verurteilt wurden die wenigsten Täterinnen und Täter. Als die alliierten Beschränkungen gefallen waren, 1951, ging die Kurve der Prozesse zu Boden. In den 50er Jahren ließen wir die Verfolgung der NS-Verbrecher schleifen. 1958 fand der erste große Prozess vor einem deutschen Gericht statt. Es ging um die Erschießung von über 5000 Jüdinnen und Juden. Eine litauische Zeugin schilderte die Morde. Als ich näher kam, sah ich dort viele Leichen liegen. Ich sah zu, wie ein Kind nur verwundet wurde und blutend zu seiner Mutter lief. Die Mutter, im Hemd bekleidet, versuchte, einen Streifen von dem Hemd abzureißen und das Kind zu verbinden. Dann kamen Schüsse von hinten und beide stürzten in den Graben. Die jüdischen Frauen waren bis auf ihre Hemden ausgekleidet. Die Kinder waren meistens nackt. Wie viele Menschen dort erschossen wurden, kann ich nicht sagen. Sehr viele jedenfalls. Das Urteil nur Beihilfe zum Mord. Für die Richter war Haupttäter die NS-Führungsriege, die den Plan zum Morden gemacht habe. Guck mal hier, schau mal auf dem Foto. Dieser Totenkopf, den er hier auf der Mütze hat. Ich habe früher als Kind so ein Schwert gefunden, ein SS-Schwert, so ein Dolch. Aha. Und da hing auch so ein Totenkopf an so einer Kette dran. So. Und den hat dein Urgroßvater aufbewahrt? Ja. Ja, genau. Es gibt hier Bilder von Morden, von Erschießungen, von Deportationen aus Konzentrationslagern. Und bisher könnte das alles sein. So. Und ich merke schon, ich will jetzt einfach mal wissen, was war denn konkret. Ja. In der Bibliothek zeige ich Johannes ein Foto, das meine Tante mir geschickt hat. Leider gibt es kein Datum dazu. Was würdest du sagen, was erkennt man auf dem Foto? Also was sagt das über seine Position aus? Ja, also das sieht auf jeden Fall hier erstmal nach einer Wehrmachtsuniform aus und nach einem Unteroffiziers- oder Offiziersrang. Also das siehst du an dieser Kordel, an der Mütze. Also nicht SS, sondern Wehrmacht? Ja, genau. Okay, das ist auch eine komplett neue Info für mich. Also ich wusste bisher nur, er war in der SS, aber dass er in der Wehrmacht war, habe ich noch nie gehört. Johannes sagt mir, um rauszufinden, was mein Uropa da jeweils gemacht hat, muss ich ins Bundesarchiv. Online finde ich direkt eine SS-Akte. Ich muss sie zur Ansicht vor Ort bestellen. Für die Infos zur Wehrmacht schicke ich einen Rechercheantrag. Bis es Ergebnisse gibt, das kann dauern. Aber kompliziert war's nicht. Trotzdem, ich kenne fast niemanden, der das schon mal gemacht hat. Im KZ Neuengamme bei Hamburg waren in der Nazizeit über 100.000 Menschen interniert. Guck mal, was das für ein riesiges Gelände ist. Das hört überhaupt nicht mehr auf.
Als die Alliierten das von den Nazis besetzte Europa befreiten, befreiten sie auch die Konzentrations- und Vernichtungslager, die von der SS betrieben wurden. Hier in Neuengamme wurden mindestens 50.000 Menschen ermordet oder starben unter den mörderischen Bedingungen im Lager. Der Leiter der Gedenkstätte hat sich intensiv mit der Frage beschäftigt, warum so wenige Deutsche davon ausgehen, dass ihre Vorfahren an diesen Verbrechen beteiligt waren. Wir sind hierher gefahren und man fährt die ganze Zeit durch kleine Städte, durch Dörfer. Das war mitten in der Gesellschaft, dieses Konzentrationslager, oder? Ja, es war mitten in der Gesellschaft und natürlich wusste die Nachbarschaft auch, was hier passiert, weil die Häftlinge auch in den Dörfern gearbeitet haben. Die allermeisten sind gestorben aufgrund von schlechter Witterung, weil sie draußen arbeiten mussten. Auch im Winter mit mangelnder Ernährung, mangelnder Kleidung, mangelnder medizinischer Versorgung. Viele sind verhungert, viele sind an Krankheiten gestorben. Einige sind auch systematisch ermordet worden. Das war eher nicht die große Zahl. Mein Uropa, der war ja ab 1931 in der SS. Kann das sein, dass der auch hier oder in einem anderen Konzentrationslager eingesetzt war? Ja, das kann sehr gut sein. Er war jedenfalls ein Teil der Elite im Nationalsozialismus und hat sich auch als solcher verstanden und hat das System definitiv mitgetragen. Die SS war sozusagen Teil einer Vernichtungsmaschinerie, die dafür Sorge getragen hat, dass Millionen Menschen umgebracht worden sind. Das ist schon ein bedrückendes Gefühl. Und gleichzeitig ist es auch so, dass ich das Gefühl habe, irgendjemand muss die Taten ja begangen haben. Es war nicht irgendjemand. Also es ist so ganz komisch. Auf der einen Seite finde ich es unvorstellbar und auf der anderen Seite ist es ganz naheliegend. Mhm. Oliver von Wochem erzählt mir, laut Studien glauben nur rund 20% der Deutschen, dass ihre Vorfahren Nazis gewesen sein könnten. Dabei haben die allermeisten Deutschen familiäre Bezüge zur NS-Zeit. Das hat vor allem mit dem Schweigen der Tätergeneration zu tun in erster Linie, aber auch mit dem Schweigen der Kinder der Täter. Und das hat auch was mit dem gesellschaftlichen Umfeld zu tun. Also ich meine, wir leben in einem Land, was lange Zeit geprägt worden ist von Nazis. Und natürlich war da niemand bereit, sich sozusagen mit der eigenen Verantwortung auseinanderzusetzen. Zunächst waren die Alliierten am Zuge. Wen sie in den ersten Jahren oft nur durch Zufall fanden, urteilten sie in Massenprozessen nach ihrem Recht ab. Was blieb übrig? Von 80.000 verurteilten alliierter Gerichte sitzen heute nur noch 6 im Zuchthaus. Einige Beispiele der Praxis. Der SS-Divisionskommandeur Lammerding, dessen Einheit in Oradour 642 Menschen umbrachte, wurde von einem französischen Militärgericht in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Er lebt bis heute unbeschadet in der Bundesrepublik und niemals hat er deshalb vor einem deutschen Gericht gestanden. Auch die Karriere des ehemaligen Oberstaatsanwalts Dr. Nüßlein, der in Prag durch ein tschechisches Gericht zu 25 Jahren verurteilt worden war, erlitt keine Unterbrechung. Durch seine Hände gingen die Gnadengesuche der zum Tode verurteilten Tschechen. Unter anderem das einer schwangeren Frau im 6. Monat, Mutter eines 3-jährigen Kindes. Sie wurde trotz der Schwangerschaft hingerichtet. Heute arbeitet Dr. Nüßlein im diplomatischen Dienst. Das Auswärtige Amt sagt, es habe seine Vergangenheit überprüft und halte Dr. Nüßlein für tragbar. Per Gesetz wurden ehemalige Nazis ab 1951 wieder in die Bundesrepublik eingegliedert. Mein Uropa konnte unbehelligt sein Leben leben. Das heißt nicht, dass er keine Verbrechen begangen hat. Aber dass seine Nachfahren, so wie ich, nie gezwungen waren, sich mit seiner Geschichte auseinanderzusetzen. Und bei den verfolgten Nachkommen ist es so, dass die nicht wegschauen können. Die haben Menschen verloren in ihrer Familie, die haben gelitten, die haben Trauma. Das geht bis in die jüngste Gegenwart hinein. Die haben soziale Ängste, die haben zum Teil auch ein schweres Leben gehabt, weil sie eben nicht in die bürgerliche Gesellschaft zurückkehren konnten oder weil sie auswandern mussten, weil sie viele, viele Nachteile hatten. Und das haben die Täternachkommen alle nicht. Die konnten relativ bruchlos in eine Gesellschaft zurückkehren, die sie aufgenommen hat, die ihnen die Privilegien auch weiterhin gegeben hat, jedenfalls finanziell, wirtschaftlich, selten Sorgen hatten und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man das im Bewusstsein hat. Wie privilegiert eigentlich man selbst ist als Nachkomme von Mitläufern, Zuschauern, Tätern. Weil man hat die Möglichkeit, sich damit nicht auseinanderzusetzen. Man hat die Möglichkeit, wegzuschauen. Und das haben eben verfolgte Nachkommen in der Regel nicht.
Überlebende zeichneten den Lageralltag in Neuengamme. Der Schrecken lässt sich höchstens erahnen. Das sollte eigentlich so selbstverständlich sein. Ich meine, wir stehen hier im ehemaligen KZ Neuengamme. Hier wurden 50.000 Menschen ermordet. Und viele Deutsche, so wie ich ja auch lange, die schaffen es noch nicht mal, sich die Frage zu stellen, war meine Familie da irgendwie involviert, waren die beteiligt? Die NS-Taten, die wurden nicht von irgendjemandem begangen. Das ist keine abstrakte Masse. Das waren ganz konkrete Leute wie mein Uropa oder vielleicht auch euer Opa oder Uropa. Wisst ihr es? Als Täternachfahre kann ich hier einfach rausgehen und den Schrecken hinter mir lassen. Nach meinem Besuch in Neuengamme erfahre ich, die SS-Akten aus dem Bundesarchiv sind da. Ich fahre nach Berlin-Lichterfelde, um sie mir anzuschauen. Dass die SS-Akten heute im Bundesarchiv liegen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Der Nachlass ist den Erben peinlich. 100 Millionen Blatt Papier, die gesamten Personalakten der NSDAP. Von Amerikanern verwaltet und streng bewacht, lagern in unterirdischen Bunkern der ehemaligen Abhörzentrale der Gestapo Dossiers über SA- und SS-Mitglieder, Richter und Ärzte, Polizisten und Dozenten. Schon seit 4 Jahren möchten die Amerikaner dieses Material den Deutschen zurückgeben. Die Bundesregierung aber sträubt sich. Herr Dr. Kempner, Sie waren der amerikanische Hauptankläger vor dem Nürnberger Militärgericht. Sie kennen einen Großteil der NS-Dokumente aus 20-jähriger Arbeit. Gibt es Personen in der Bundesrepublik, die Angst vor den Dokumenten aus Berlin haben müssten? Ja, da gibt es eine ganze Menge Personen, über die Personalakten in dem Berliner Zentrum vorhanden sind. Und bei vielen könnte ich durchaus annehmen, dass sie Ärger oder, wie man sagt, Scherereien haben, wenn Einzelheiten aus diesen Dingen bekannt werden. 1994 kamen die Akten dann doch noch ins Bundesarchiv. Die meisten Täter waren da schon gestorben. Unter den Dokumenten die SS-Personalakte meines Urgroßvaters. Teilnahme an Aufmärschen. Und er hat ab 1923 an Nazi-Aufmärschen teilgenommen. München, Weimar, Nürnberg, Braunschweig, glaube ich, Coburg, Nürnberg. Hier, Inhaber des Ehrendolches der SS. Ja, das war der Dolch, den ich als Kind gefunden habe. Ah, jetzt wird's interessant. Der SS-Oberscharführer Wenzel kam seinen dienstlichen Pflichten stets ordnungsgemäß nach und ist zur Beförderung geeignet. Ah, hier Rechnungsführer im SS-Sturm 933 SS-Standarte, wird zum Hauptscharführer befördert. Also er war hier offensichtlich Rechnungsführer in der SS. Und in der Familie war ja immer die Erzählung, der war nur in der Verwaltung tätig, der hat nichts gemacht sozusagen. Der war Schreiber. Und 1935 war es auf jeden Fall noch. Ob es später noch war, keine Ahnung. Schreiber, das klingt erstmal harmlos. Doch auch der Terror der SS musste abgerechnet werden. Und in den Akten steht, er war nicht nur am Schreibtisch. 1938 annektierte Deutschland Teile der Tschechoslowakei, das sogenannte Sudetenland. Mittendrin mein Uropa. Aber was hat mein Uropa dann ab 1939 gemacht? Im Krieg? Ich habe Glück. Johannes Spohr, der Nazi-Rechercheur aus Berlin, meldet sich bei mir. Im Militärarchiv hat er zur Wehrmachtszeit etwas herausgefunden. Also er war Oberzahlmeister. Das ist der Dienstgrad, der dann genannt ist auf der Karteikarte. Und in der Wehrmacht waren Zahlmeister bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs Militärbeamte des gehobenen Dienstes. Und die galten eben als Gehilfen von Kommandeuren in Angelegenheiten der Verwaltung, also Zahlungen und so weiter. Ne? Das passt nämlich dann wiederum zur Verwendung im
Stammlager 9a. Ein Stammlager ist ein Kriegsgefangenenlager. Dort war er ab 1942 eingesetzt. Was heißt das konkret? In der Bundesrepublik galten Wehrmachtssoldaten jedenfalls lange nicht als Täter, bis weit in die 90er Jahre. Lüge! Schluss mit der Ausstellung! Keine Diskriminierung der deutschen Soldaten! Dann kam, häufig unter großem Protest, die Wehrmachtsausstellung. Insgesamt haben an 13 Orten knapp 1,5 Millionen Menschen die umstrittene Schau gesehen. Sie hat das Geschichtsbewusstsein des Landes verändert. Ihre Grundthese: Die Wehrmacht war an den Verbrechen der Nationalsozialisten aktiv beteiligt. Es war das Ende vom Mythos der sauberen Wehrmacht. Deutsche Soldaten hatten Zivilisten ermordet, Millionen sowjetischer Kriegsgefangener verhungern lassen. Viele hatten davon noch nie gehört oder wollten das auch nicht. Neonazis verübten sogar einen Bombenanschlag auf die Ausstellung. 2001 musste sie dann wegen Fehlern geschlossen werden. Den Blick auf die Wehrmacht hat sie trotzdem nachhaltig verändert. Zurück zu Hause bekomme ich noch die kompletten Entnazifizierungsakten. Mein Uropa gab nach dem Krieg selbst an, er war mit der Wehrmacht in Holland, Frankreich, Belgien, Russland. Immer als Truppenzahlmeister. Es ist wie ein Puzzle, das sich langsam zusammensetzt. Zahlmeister war mein Uropa auch im Kriegsgefangenenlager. Stalag 9a. Das war in Nordhessen, gar nicht so weit weg von Großumstadt, wo er gelebt hat. Trutzhain. Blättern wir in seiner Chronik. Im Jahre 1939 wurden auf einer Jungviehweide bei Ziegenhain mehr als 60 Baracken und 8 Wachtürme errichtet, die während des Krieges als Gefangenenlager dienten. Die ehemaligen Baracken prägen die Struktur des Ortes bis heute. Meine Mutter wollte mitkommen an den Ort, an dem ihr Opa gearbeitet hat. Das waren auch richtig Transporte. Ne? Ja, genau. Die sind hier mit Güterwaggons angekommen, die Kriegsgefangenen. Ja. Ich finde es total heftig, diese Fotos zu sehen. Weil, guck mal hier, ich meine zum Beispiel, das ist einfach ein krasses Bild zu sehen, wie die Leute da hinter dem Stacheldrahtzaun und auch stehen. Ja, ne? genau. Also sind ja, die Hände sind ja nach hinten gefesselt. Ah, guck mal hier. Ja? Hier, Geschäftszimmer, Baracke des Kommandanten. Okay, da hat er gearbeitet. Hier ist er genannt, Zahlmeister. Ja. Was für ein krasser Kontrast. Die haben hier in dieser Schreibstube gesessen und verwaltet. Ja. Und die Kriegsgefangenen, die wir eben auf den Fotos gesehen haben, die standen hier gefesselt am Zaun und die sitzen hier in der warmen Stube und verwalten den Tod. Und wissen das, was sie tun. Und wissen das. Und wissen das. Es gab ein Hauptlager, vor allem für französische und polnische, und ein Lager für sowjetische Kriegsgefangene. Dort waren die Bedingungen besonders unmenschlich, gab es die meisten Toten. Ehemalige Gefangene schildern es so. Ils étaient plutôt considérés un peu comme les sous-hommes. Hein? Ils étaient, à vous dire au vrai, l'étranger le mieux vu en Allemagne, c'était le français. Rien nous séparait des Russes. C'était une rangée de barbelés, donc on voyait très clairement ce qui se passait de l'autre côté des barbelés. Hein. On ouvrait le matin nos fenêtres ou les volets et on apercevait les Russes qui déménageaient les cadavres par les fenêtres ouvertes, les jetaient à tour de rôle, jetaient les morts après les avoir déshabillés. Ils avaient besoin des habits. Памяти, когда я был в Цигенхайне, у меня осталось только одно. Или холод, или голод. Или все эти два чувства одновременно. 2 französische Gefangene haben meinen Urgroßvater später entlastet. Sie habe er gut behandelt. Für die sowjetischen Gefangenen hatten die Wachmannschaften klare Anweisungen. Das Gefühl des Stolzes und der Überlegenheit des deutschen Soldaten, der zur Bewachung sowjetischer Kriegsgefangener befohlen ist, muss jederzeit auch für die Öffentlichkeit erkennbar sein.
Widersetzlichkeit, aktiver oder passiver Widerstand muss sofort unterstrichen mit der Waffe, Bajonett, Kolben und Schusswaffe restlos beseitigt werden. Auf flüchtige Kriegsgefangene ist sofort ohne vorherigen Haltruf zu schießen. Guck mal hier. Guck mal, der dritte von links. Das könnte das sein, gell? Mhm. Ja, das könnte tatsächlich sein. Ja. Oh, oh, oh. Ja, es wird einem schlecht dabei. Das stimmt. Ich habe jetzt nochmal hier das Foto von ihm in Uniform. Ich meine, 100% sicher kann man nie sein, aber ich finde, der sieht ihm krass ähnlich. Auf einmal ist es halt ganz nah, ne? Ja. Also es ist nicht mehr abstrakt und es ist nicht mehr irgendwie, sondern es ist halt auf einmal ganz nah. Ich bin erstmal sprachlos so ein bisschen, und es gibt eine Traurigkeit. Mhm. Ich kann das gar nicht zuordnen. Vielleicht, weil sich noch so ein bisschen Hoffnung... Er war halt nur am Schreibtisch. Aber wenn man es im Gesamten begreift, ne, für was er verantwortlich war, dann hat er einfach unglaublich viel mitgetragen. Das eine ist wirklich so ein Gefühl von Scham oder Ekel. Ja. Ekel, ja. Und auf der anderen Seite auch so ein Gefühl, jetzt weiß man's. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Jetzt kann man einfach sagen, der war Nazi, der war hier in einer Verwaltungsfunktion beteiligt an einem Ort, wo Menschen erschossen wurden, wo Menschen gestorben sind aufgrund der mörderischen Bedingungen. Dieser Leugnung, wir haben von nichts gewusst, wir hatten nichts zu tun, ich war nur Schreiber, dem was entgegensetzen zu können. ...400 sowjetische und serbische Gefangene wurden nahe des Lagers in einem Massengrab verscharrt. Die Gesamtzahl der Toten war vermutlich deutlich höher. Über meinen Uropa ist mir vieles klarer geworden. Es bleiben aber Lücken, die ich noch füllen muss. 1950 wurde er jedenfalls wie so viele rehabilitiert. Und ich bekam irgendwann das Goldrandgeschirr. Und das schmeiße ich jetzt nicht weg oder so. Denn Geschichte lässt sich nicht entsorgen. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, ob es auch in eurer Familie Nazis gab? Oder habt ihr vielleicht sogar schon Erfahrungen damit gesammelt, euch in der Familie mit dem Thema Nationalsozialismus auseinanderzusetzen? Wenn ja, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mehr vom Y-Kollektiv sehen wollt, klickt ihr unten auf den Link, dann kommt ihr direkt in die ARD-Mediathek. Da könnt ihr noch mehr spannende Filme schauen.